Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute sind neben der Basis-Icon Upgrade SBC auch zwei neue individuelle Icon SBCs erschienen und zum einen haben wir Miroslav Klose. Wir schauen uns Miroslav Klose die Karte mal im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler in der SBC-Version ca. 210.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Fairerweise muss ich euch natürlich auch sagen, dass es einfach die frei erhältliche, also auf dem Transfermarkt kaufbare Spielerversion von ihm ca. 185.000 Coins kostet. Solltet ihr also diese Teams 1:1 nachkaufen, ja, dann kauft euch erstmal diesen Spieler auf dem Transfermarkt. Solltet ihr euch aber sicher sein und ihr habt einige Untrades im Verein, könnt ihr das natürlich auch als SBC und dann habt ihr diese Karte ja auch als Erstbesitzer natürlich auch so abschließen. Wollt ihr euch erstmal vielleicht einen Überblick verschaffen, wie sich diese Karte überhaupt spielt, dann könnt ihr für 3.000 bis 5.000 Coins auch erstmal die Live-Version spielen. Ich werde sie auch machen, ich werde ihn mal ausprobieren und ihr könnt ihn auch so oft wie ihr wollt das Ganze auch in den Freundschaftsspielen machen, denn dort braucht man ja keine Verträge und somit habt ihr diesen Miroslav Klose auch unendlich. Okay, dann würde ich sagen, der erste Blick, 4 Sterne schwacher Fuß und 3 Sterne Skills, ist jetzt nicht unbedingt die Meta dieses Skills dieses Jahr, aber das fehlt ihm grundsätzlich, ist vielleicht ein kleines Handicap, aber solltet ihr nicht so viel skillen, so wie ich, dann ist das natürlich keine große Sache. Ansonsten die Stats, wie man es von Miroslav Klose kennt, mit seiner Kopfballpräzision ist er da vorne bei. Der wird sicherlich den einen oder anderen für euch dann auch einköpfen. Ansonsten gute Abschlusswerte. Das Tempo ist für meiner Ansicht nach auf jeden Fall in Ordnung. Man muss ihn natürlich noch ein bisschen pushen. Leider kann man ihn kein Engine oder man kann ihn natürlich auch Engine geben, aber dann muss man auch tendenziell ein paar Abstriche beim Tempo machen. Sonst natürlich die ganz klare Empfehlung, ihm einen Hunter zu geben. Okay, die Historie könnt ihr euch natürlich selbst durchlesen. Ist immer ganz interessant bei den Ikonen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die SBCs. Und dort haben wir gleich zum Anfang zwei Standard-SBCs, die wir auch aus dem vergangenen Jahr hatten. Man muss einfach Bronze-Rares abgeben und Silber-Rares und das Ganze könnt ihr einfach tun, geht auf den Transfermarkt, sucht euch irgendwelche günstigen Engländer raus, so für 200 Coins oder 150 könnt ihr euch sie auch erbieten und dann füllt einfach diese Mannschaft voll. Vielleicht habt ihr auch noch ganz, ganz viele Untrades im Verein, da braucht ihr von mir sicherlich keine Lösung, genauso wie bei den Silbernen, denn wenn ich euch da eine Lösung mitgebe, dann gibt es diese Spieler teilweise gar nicht. Okay, also, das habt ihr geschafft und dann wollen wir weiter loslegen mit der ersten richtigen SBC und wir haben folgende Bedingungen. Bayern München, dort hat er natürlich auch gespielt, aber bei die Roten, da verbinde ich ihn doch tatsächlich eher mit Kaiserslautern. Der Miro hat doch eigentlich für Kaiserslautern gespielt, aber egal. Natürlich hat er auch bei Bayern gespielt. Wir brauchen hier einen Bayern-Spieler, Team of the Week oder Foot Champion-Spieler. Also ich würde jetzt nicht unbedingt meinen Foot Champion-Spieler opfern, aber vielleicht habt ihr vielleicht noch eine Low-Rated-Karte, die ihr dann tatsächlich auch wirklich nicht braucht. Könnt ihr natürlich dafür opfern, aber grundsätzlich die Team of the Week-Spieler, die kosten nicht so viel. Teamgesamtbewertung 82, Team Chemie 80 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 30 Tage Zeit nach Release diese SBC abzuschließen. Also nehmt euch so viel Zeit, wie ihr dafür braucht. Macht ein paar Upgrade-Packs, Picks, wie auch immer. Und könnt euch dann auf jeden Fall den Miroslav Klose ergrinden. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Let's go.
Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Der Kostenpunkt hierfür liegt bei ca. 17.000 Coins. Und das Ganze macht natürlich, ja, die Team of the Week Karte etwas, also trägt dazu bei, dass sie überhaupt so viel kostet. Denn diese Karte kostet Minimum so ca. 10.000 Coins. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten SBC, Liga-Legende. Und hier haben wir folgende Bedingungen: Bundesliga mindestens einen Spieler, Team of the Week oder Foot Champions mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 75 und natürlich auch hier 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir auch schon die vierte bzw. zweite SBC, also zweite richtige SBC für uns gelöst. Kostenpunkt hierfür beträgt 20.000 Coins. Zu den Packs, ja, wir bekommen auch tatsächlich ein paar kleinere Packs zurück, aber das hält sich hier im Rahmen. Kleinere Packs, die nimmt man gerne mit und vielleicht habt ihr ja Glück und zieht auch noch was Gutes da drin, aber tendenziell, die sind eher meh. Liga-Klasse, die nächste SBC, und hier haben wir folgende Bedingungen. Serie A brauchen wir mindestens einen Spieler, ebenfalls brauchen wir hier einen Team of the Week oder Foot Champion Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir auch die Liga-Klasse SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 40.000 Coins. Salto Klose, ja, so kennen wir ihn, ist die letzte SBC. Deutschland brauchen wir mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 60 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir auch die letzte SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 115.000 Coins. So, und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Miroslav Klose, ja, wie auch immer. Jetzt hab ich es aber auch zu Ende schon gebracht. Mit der Mit-Karte. Hier haben wir die Mit-Icon von ihm. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Wenn ich euch helfen konnte, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir helft. Vielleicht mit einem Like nach oben oder vielleicht einem Kommentar. Ihr könnt mir mal schreiben, wie viele Tore Miroslav Klose bei einer Weltmeisterschaft geschossen hat. Also insgesamt, nicht nur bei einer einzelnen. Da ist er ja Rekord-Torschütze. Sollte nicht so schwierig sein, aber es würde mich auf jeden Fall mal sehr unterstützen, wenn ihr da fleißig kommentiert. Das unterstützt den Algorithmus. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.